Vielleicht kennst du das auch. Nur kleine Mengen Alkohol und dein Körper reagiert ganz stark mit Kopfdruck, mit Schmerzen oder Erschöpfung. Ich habe vor Jahren mal gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Nicht, weil ich zu viel getrunken habe, sondern weil ich irgendwann selbst kleinste Mengen nicht mehr vertragen habe. Und ich meine damit nicht die Wirkung des Alkohols, sondern die Reaktion meines Körpers danach. Es fühlte sich dann an wie verkatert, mit Verspannungen, mit Reizempfindlichkeit auch ganz schlimm, mit diesem Gefühl, als hätte ich mich völlig übernommen, als hätte ich die halbe Nacht durchgemacht so. Und dabei waren es nur ein paar Schluck Alkohol und irgendwann ging eben auch einfach nicht mal mehr ein Viertelglas Rotwein oder ein paar Schluck Bier. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich, dann ist dieses Video genau richtig für dich heute, denn ich erzähle dir, wie sich das bei mir über Jahre entwickelt hat und welche 3 Stellschrauben mir heute helfen, so eine Ausnahme besser vorzubereiten, besser zu steuern und danach schneller wieder in die Spur zu kommen. Ich trinke nicht regelmäßig Alkohol, vielleicht 1- oder zweimal im Monat, eine kleine Menge bei besonderen Gelegenheiten. Und trotzdem spüre ich sehr deutlich, welche Auswirkungen das auf meinen Körper hat. Früher war das extrem. Auch nach nur wenig Alkohol war ich manchmal 2 Tage komplett raus. Mit starkem Kopfdruck, mit Kopfschmerzen, überall Verspannungen, Ganzkörperschmerzen wie bei einer Grippe. Ich hatte tiefe Erschöpfung und auch eine ganz massive Reizempfindlichkeit. Heute ist es deutlich besser, aber mein Körper reagiert immer noch. Und es geht, wie gesagt, nicht um große Mengen Alkohol und auch nicht um ausuferndes Feiern oder einem Kater nach einer durchzechten Nacht, sondern es geht um richtig kleine Mengen und einem Körper, der kaum noch Spielraum dafür hat. An dieser Stelle fragt sich vielleicht jetzt manch einer, warum dann überhaupt Alkohol trinken, wenn der Körper doch so deutlich reagiert. Und natürlich verstehe ich diese Frage. Für mich persönlich gibt es da vielleicht 2 oder 3 Punkte. Der erste ist der gesellschaftliche Rahmen. Mit anderen zusammensitzen, anstoßen, ein Glas in der Hand haben. Ich mag das, ich finde das schön. Und natürlich spielt auch dies eine Rolle. Gerade hier auf dem Land, da sind die Leute, ich sag mal, irritiert, wenn man keinen Alkohol trinkt, ohne Alkoholiker zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich gezwungen fühle. Oft genug habe ich nicht mitgetrunken, weil es mir damit nicht gut gegangen wäre. Und trotzdem fand ich das schade, aber für mich selbst, nicht wegen der anderen. Denn es geht dabei nicht nur um das Getränk, es geht auch um die Zugehörigkeit, ums Dabeisein, um einfach ein Ritual vielleicht, das für viele selbstverständlich ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, über den vielleicht nicht so oft gesprochen wird. Alkohol fühlt sich für mich, ich sag mal, wohlig an. Nicht in großen Mengen, die brauche ich dafür gar nicht. Aber schon wenig Alkohol kann dieses angespannte Körpergefühl für einen Moment etwas dämpfen. Diese chronische Belastung im Körper, dieses ständige Spüren, diese dauernde Anspannung, das fühlt sich dann entspannter an. Beruhigend ist das irgendwie. Und wenn man sonst rund um die Uhr mit Symptomen lebt, dann ist so ein kurzes Gefühl von Entlastung einfach was Besonderes, eine schöne Ausnahme für mich. Und ich meine damit natürlich nicht, dass ich Alkohol als Lösung ansehe. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich sage einfach nur ganz ehrlich, wie es bei mir aussieht und davon erzähle ich heute. Andere Menschen, die nutzen dafür vielleicht Medikamente oder Cannabis. Ich mache das nicht, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist eher, wenn ich mir so eine Ausnahme erlaube, dann brauche ich dafür einen sehr klaren Rahmen. Und wie ich das inzwischen mache, damit es für meinen Körper möglichst gut funktioniert, das erzähle ich gleich noch genauer. Eins möchte ich jetzt vorher nochmal deutlich sagen. Dieses Video ist kein Plädoyer für Alkohol und natürlich auch keine Empfehlung, Alkohol zu trinken, denn mein Alltag, der sieht ganz anders aus. Ich lebe sehr strukturiert, damit mein Körper klarkommt, meine Tage sind geplant und dadurch ist mein Leistungsradius besser als früher, aber immer noch begrenzt. Ich esse auch sehr speziell, sehr ausgewählt mit einer stark eingeschränkten Auswahl. Das mache ich nicht aus Prinzip, weil ich irgendwas toll finde oder so, sondern weil ich sonst zu viel Probleme bekomme, zu viel Symptome. Und so erleben es ja auch viele von euch, wie ich das in den Kommentaren immer wieder lese. Ja, das alles ist wahrscheinlich sehr diszipliniert.
diszipliniert. Aber ich habe für mich entschieden, ich schränke mich lieber ein, das ist mir lieber, als dauerhaft diese Symptome zu ertragen. Und genau deshalb erlaube ich mir dann eben auch mal bewusst Ausnahmen. Das können einfach auch mal ein paar Chips sein oder eine Pizza mit der Familie. Das kommt alles vor. Die backen wir dann gemeinsam und dann esse ich eben auch mal Pizza. Und manchmal ist es eben auch ein Abend mit Freunden und ein Glas Alkohol. Ja, mich würde natürlich interessieren, ob du das bei dir auch beobachtest, dass dein Körper mit der Zeit immer weniger toleriert. Egal, ob das jetzt beim Alkohol ist oder bei ganz anderen Dingen. Schreib das doch mal in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Und wenn du zwischendurch gern Infos haben möchtest zum Alltag mit chronischen Erkrankungen, und zwar direkt auf dein Handy. Ich habe nämlich auch einen WhatsApp-Kanal. Das ist keine WhatsApp-Gruppe, da gibt es keinen Austausch, da gibt es keine Diskussionen. Das ist, wie gesagt, ein Kanal, da gibt es nur kurze Impulse von mir, Selbsthilfetipps und ein paar Infos einfach zum Thema. Und wenn dich das interessiert, den Link findest du in der Videobeschreibung. Ja, für mich gibt es 3 Bereiche, auf die ich besonders achte, wenn ich Alkohol trinke. Und das sind jetzt keine Tricks oder so, das sind eher Stellschrauben, an denen ich heute bewusst drehe, damit so eine Ausnahme für mich möglich ist, ohne meinen Körper einfach auch so zu überfordern. Und da fange ich jetzt mal mit dem ersten Bereich an. Alkohol ist für mich nichts Spontanes. Ich trinke nicht einfach, weil sich gerade die Gelegenheit dazu ergibt, weil man irgendwie gerade spontan zusammenkommt oder so. Ich plane das ganz genau. Am nächsten Tag darf ich nichts Wichtiges vorhaben, keine Online-Termine, keine Videoaufnahmen, nichts, wo ich funktionieren muss. Und auch körperlich bereite ich mich darauf vor. Meine Nährstoffversorgung, vor allem mit Magnesium, das muss vorher und auch währenddessen gut abgedeckt sein. Ich achte darauf, dass ich vorher möglichst wenig im Stress war, dass ich nicht schon am Limit starte, wenn das irgendwie machbar ist. Und ganz wichtig, ich trinke nie Alkohol, ohne vorher etwas gegessen zu haben. Das mache ich nie. Ich nehme auch oft meinen Nährstoffcocktail mit und trinke zwischendurch ein paar Schluck davon. Darauf gehe ich im nächsten Abschnitt noch genauer ein. Ja, und mein Umfeld kennt das inzwischen, dass ich auch mein eigenes alkoholisches Getränk mitbringe. Das ist inzwischen nichts Besonderes mehr. Sogar klappt das bei öffentlichen Veranstaltungen hier im Dorf, wenn ich das vorher mit dem Veranstalter abspreche, dass ich da mein eigenes Getränk habe aus gesundheitlichen Gründen. Nun der zweite Bereich. Wenn ich Alkohol trinke, dann achte ich sehr auf die Art des Alkohols. Also zuckerhaltiges wie Likör oder Cocktails oder sowas oder süße Mixgetränke. Das trinke ich alles gar nicht. Das funktioniert nicht. Wein und Sekt trinke ich nur selten und wenn, dann nur die trockenen Varianten. Am ehesten trinke ich kohlenhydratarmes Bier, weil ich das am besten vertrage. Das findet man manchmal in größeren Getränkemärkten, speziell für Diabetiker. Wer jetzt bisher immer süß getrunken hat, da gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sich einen Drink selber macht mit zuckerfreien Alternativgetränken. Also es gibt ja Zuckerersatzstoffe in den Getränken drin. Da kann man sich, meinetwegen Gin Tonic oder so, da gibt es inzwischen auch schon Tonic Water, zuckerfrei. Also sowas ist natürlich auch möglich. Ja, und nun zu meinem Nährstoffcocktail. Der besteht bei mir aus Magnesium, Kalium und Calcium. Ich verwende dafür Pulver in Wasser gelöst. Das mache ich, weil Alkohol den Mineralstoffhaushalt ganz schön belasten kann und ich merke das bei mir ganz deutlich auch. Und dieser Mix, der hilft mir dabei, nicht so stark abzufallen. Ich trinke ihn vorher, ich trinke ihn auch währenddessen immer mal ein paar Schluck und auch nach dem Alkohol. Und ich sage das jetzt nicht als Empfehlung zum Nachmachen. Da informiere dich bitte erstmal selbst, denn gerade bei Kalium und Calcium würde ich immer vorsichtig sein und schauen, was da wirklich zum eigenen Körper passt. Vielleicht da auch erstmal mit einem Arzt sprechen, vor allem wenn es gesundheitliche Probleme gibt. Und ein weiterer Punkt, der war bei mir auch ganz wichtig. Ich musste meine eigenen Grenzen kennenlernen, also meine Grenzmenge an Alkohol finden. Bei mir ist das jetzt eine Flasche kohlenhydratarmes Bier. Das ist eine Menge, mit der ich gut zurechtkomme. Und das ist für mich eine enorme Verbesserung, dass ich mal eine Flasche Bier trinken kann. Da war ja früher schon weniger, viel zu viel. Und ja, heute weiß ich eben besser, wo meine Grenze liegt, was ich tun kann, damit mein Körper nicht so stark reagiert. Und ja, das finde ich natürlich sehr schön, dass ich da auch
vorangekommen bin. Ja, nun der dritte Bereich. Trotz all dieser Maßnahmen geht Alkohol an mir auch nicht immer spurlos vorbei. Früher war das ja ganz extrem und heute ist es deutlich besser. Aber manchmal habe ich das noch, dass ich so Nacken- oder Schulterschmerzen habe am nächsten Tag. Und wenn das so ist, dann nutze ich mein Massagegerät von Donnerberg. Das ist natürlich jetzt keine Wunderlösung und das soll auch kein spezieller Alkoholtipp oder so sein. Das ist einfach ein Teil meines Umgangs mit den Folgen. Ich erzähle einfach hier, wie ich damit umgehe, was ich mache. Und mir gibt das Gerät sehr oft Linderung, gerade im Nacken-Schulter-Bereich. Da merke ich fast immer, dass sich die Spannung danach verändert. Ich habe dazu auch schon viele positive Rückmeldungen bekommen im Laufe der Jahre, nicht speziell in Verbindung mit Alkohol, sondern allgemein eben bei Schmerzen und Verspannungen. Und ich gehe in diesem Video detaillierter auf das Gerät ein, falls du dich dafür interessierst. Ich muss aber auch sagen, natürlich sind die Erfahrungen unterschiedlich. Manche sind von dem Gerät total begeistert und kommen ähnlich gut damit zurecht wie ich. Und dann sind andere da, die merken irgendwie, dass es für sie nicht so passt. Und genau deshalb finde ich es hilfreich, wenn man sich sowas in Ruhe erstmal anschauen und prüfen kann für sich. Und der Hersteller gibt nach meinem aktuellen Stand ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Du findest den Link und auch einen 10% Rabattcode in der Videobeschreibung. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es geht nicht darum, hier den Alkohol schön zu reden. Alkohol ist hier eigentlich nur ein Beispiel, und zwar ein sehr deutliches Beispiel dafür, dass der Körper manchmal kaum noch Spielraum hat. Und das kann bei Alkohol sichtbar werden, aber auch bei anderen Dingen, bei zu wenig Schlaf, bei zu viel Trubel, bei ungewohntem Essen oder einfach bei einem Tag, der schon zu voll ist. Und vielleicht wird jetzt klar, es geht eigentlich gar nicht um das Glas Wein oder um die Flasche Bier. Es geht darum, dass dein Körper auf etwas reagiert, was für andere völlig normal ist. Und dass er danach nicht einfach wieder schnell runterfährt. Und genau darum geht es auch in diesem Video hier. Da spreche ich darüber, warum das Nervensystem manchmal im Alarmmodus bleibt, warum Muskeln hart werden, warum Schlaf schlechter wird und warum selbst kleine Auslöser den Körper so stark beschäftigen können. Und wenn du das kennst, dass dein Körper innerlich nicht richtig abschaltet, dann schau dir dieses Video als nächstes an. Bis bald.